Hallo und vielleicht willkommen zurück. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Niklas und bei diesem Channel geht es um das Buch, an dem ich schreibe. Einen Roman, der in einem Science-Fiction, Fantasy, Spätmittelalter-Szenario angesiedelt ist. Wilde Mischung, ich weiß. Und zu dem ich Update-Videos und Videos zu den Hintergrundinfos rausbringen möchte. Nach und nach, zur Veranschaulichung des Ganzen. Da ich im letzten Video einen allgemeinen Überblick versucht habe zu generieren, möchte ich mit dem heutigen Video anfangen, euch die Protagonisten vorzustellen. Zu diesem Zweck jedoch einen kleinen Auffrischer. In dieser Story geht es um Nuvesky, ein Reich, das einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert im Welthandel einnimmt, allein wegen seiner Lage, wegen seinen Ressourcen, aber auch überwiegend, da Waren anderer Länder über seine Häfen und Straßen transportiert werden. Allerdings ist es in einem starken Konflikt mit sich selbst, denn wurde seine Regierung vom Volk abgesetzt, nachdem sich herausgestellt hat, welche Verbrechen und Misswirtschaft seine Regenten betrieben haben. Jetzt buhlen mehrere Parteien um die Seele des Landes, kann man sagen, während von außen Achsenmächte die Situation zu ihrem Vorteil zu kippen versuchen. Wer genaueres dazu erfahren möchte, der kann gerne nochmal das erste Video schauen, aber ich werde ohnehin immer mal wieder drauf eingehen und auch in späteren Videos weitere Details dazu veröffentlichen, um ein besseres Verständnis für das Ganze zu garantieren. Wichtig ist eigentlich hauptsächlich zu wissen, dass verschiedene Bürgergruppen und politische Parteien unterschiedlicher Gesellschaftsschichten versuchen, die Lage irgendwie für sich auszunutzen, was unweigerlich zu einem Krieg führen wird, wenn es so weitergeht. Und dort mittendrin befinden sich unsere 4 Protagonisten. Angefangen mit Sheeta. Sie ist 16 Jahre alt, kesalischer Abstammung, das kann man am ehesten mit einer indischen Ethnie vergleichen. Und sie ist, wie ich im ersten Video gesagt habe, eine Seherin, aber das habe ich nur zum besseren Verständnis gesagt, der Einfachheit halber. Genau genommen ist sie nämlich eine Mantikerin. Mantiker in dieser Welt sind übersinnig begabte Individuen, die nicht über magische Kräfte verfügen, beziehungsweise nicht darüber verfügen sollten, im weitesten Sinne. Es gibt da einen Unterschied auf jeden Fall, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber was deren Fähigkeiten umfasst, sind ein Gespür für alles Lebendige, also die Präsenz von Lebendigem zu spüren, die Aura von Menschen, Tieren, Pflanzen, was auch immer. Somit auch sensibel für die emotionalen Ausstrahlungen zu sein. Hinzu kommt bei besonders talentierten oder geschulten Mantikern die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Bei Berührung, bei Konzentration. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, sehr kräftezehrend, aber möglich. Aber dabei sprechen wir schon von wirklich hohen Mantikern. Darüber hinaus können sie auch geistig in andere Daseinsebenen treten oder vielmehr auf andere Daseinsebenen blicken. Beides ist eigentlich der falsche Begriff dazu. Aber um es einfach auszudrücken, Mantiker auf hohem Rang mit einem sehr geschulten Gespür können Geister wahrnehmen und auch andere Erscheinungen in diesem Spektrum, die für das gewöhnliche menschliche oder tierische Auge begrenzt oder gar nicht wahrnehmbar sind. Und zu all dem ist Sheeta befähigt und noch viel mehr zu Dingen, die sie eigentlich nicht können sollte. Dazu zählt unter anderem die Manipulation des Geistes auf Distanz. Das heißt, Menschen oder Lebewesen durch ihren eigenen Gedankendruck zu Tätigkeiten zu zwingen. Warum ist das ein Problem? Nun ja, gerade das ist eine Fähigkeit, die nur Wirkern zu eigen sein sollte. Die Fähigkeiten von Wirkern beginnen mit der Psychokinese, also dem Bewegen von Gegenständen auf Distanz. Das gehört zu den Grundfähigkeiten der Magier in dieser Welt. Sowie alle Fähigkeiten, die auch ein Mantiker hat. Somit sprechen wir bei Sheeta von einer Persönlichkeit, die einzig, wenn man ihre Fähigkeiten nimmt, sehr besonders und speziell ist und deshalb auch unter Verschluss gehalten werden muss.
Dabei habe ich nicht vor, sie zu irgendeiner auserwählten Figur zu machen oder so. Es ist einfach eine Tatsache, die besteht und die auch einen handfesten Grund hat, warum sie besteht. Aber das werdet ihr noch rausfinden. Wisset nur, dass Würger sich von anderen Artgenossen, denn Würger kann es in jedem Volk geben, rein physisch schon unterscheiden. Denn ist es die Eigenschaft ihres Körpers, die das Nutzen von Magie erst möglich macht, beziehungsweise genauer definiert das Manipulieren des Äthers. Bei den Ossendethi nimmt sie eine eher uneindeutige Rolle ein. Sie gehört zwar zur Führungsebene dazu, hat auch Vorrechte dementsprechend, aber fungiert sie eher als Gefährtin der 3 Führer der Bürgerbewegung. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, es ist erstmal angebracht, überhaupt eine genauere Beschreibung der Ossendethi zu liefern. Also, bei den Ossendethi handelt es sich um eine revolutionäre Bürgerbewegung in Nuvesheim. Sie ist hauptverantwortlich für den Sturz der alten Regierung und verfügt über mehrere tausend Anhänger aus dem Volk. Dazu haben sich noch viele mehr als Unterstützer der Bewegung bekannt, wodurch ein Großteil der Bevölkerung zu den Ossendethi hinzugezählt werden kann. Sie hat sich vor 6 Jahren gebildet, wobei die eigentliche Gründung, wenn man es ganz genau nimmt, auch bis zu 10 Jahre zurückgeht. Aber ausschlaggebend waren Gerüchte und Enthüllungen über die eigentlichen Machenschaften der damaligen Aristokratenregierung. Sie hat sich aus mehreren kleineren Parteien gebildet, die anfangs friedlich demonstrierten, jedoch zunehmend militanter wurden, desto mehr die Situation eskalierte. Ihre 3 Führer, Win, Arvo und Osre, der Alte, gehören zu den Urgesteinen der Bewegung. Insbesondere Arvo und Win, beide Ende 20, Anfang 30, waren von Anfang an der Hauptantrieb der Gruppierung, sowie Shiita, denn auch sie ist von Anfang an dabei gewesen. Die Führung der Bewegung teilen sich Win und Arvo mit Osre dem Alten, einem Edelmann, der übergelaufen ist. Ich würde nicht sagen, dass er sonderlich beliebt ist. Er wird auch des Öfteren argwöhnisch betrachtet, aber auf die Gründe möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich glaube, das wäre auch ein zu großer Spoiler vielleicht. Ich überlege es mir mal langfristig. Shiita stellt dabei das Bindeglied zwischen den 3 Führern dar, eigentlich mehr noch zwischen Win und Arvo, deren beider Vorstellungen davon, wie Shiita eingesetzt werden sollte, mehr und mehr auseinandergehen. Dabei möchte ich keine Dreiecks-Liebesgeschichte erzählen, sondern geht es um etwas völlig anderes. Es ist sozusagen ein philosophischer Konflikt, ein moralischer, ein ethischer, wie dieses 16-jährige Mädchen oder welche Position dieses 16-jährige hochbegabte Mädchen bei einer so gewaltigen Bürgerbewegung überhaupt einnehmen sollte. Ich habe zwar gesagt, dass die treibende Kraft hinter den Ossendethi Win und Arvo gemeinsam sind, denn immerhin sind sie alte Freunde, aber Win greift durchaus mehr durch. Er ist der radikalere von beiden, der scharfsinnigere vielleicht und trifft auch gerne die harten Entscheidungen. Damit möchte ich Arvo nicht runterspielen, denn er ist von beiden am ehesten fähig, politische Debatten zu führen in aller Öffentlichkeit, also Kundgebungen zu halten. Bei Win sind die in der Vergangenheit eigentlich in den meisten Fällen eskaliert. Ja, gab es dann des Öfteren mal Schlägereien oder, ich sag mal, hitzige Debatten, die relativ fruchtlos waren, wobei es ihm trotzdem gelungen ist, die Botschaft rüberzubringen. Aber Arvo ist mehr der Mediator, während Win, ich sag mal, der Hetzredner ist. Aber keiner von beiden ist zimperlich, wenn es drauf ankommt. Sie wissen beide, was Widerstand bedeutet, was er mit sich bringt, was er fordert. Denn die letzten Jahre vor allem haben diesen Begriff in ein völlig neues Licht gerückt. Nicht zuletzt wegen den Auseinandersetzungen mit dem Heer des Reiches, die immer heftiger wurden, oder wegen der Konflikte mit anderen Parteien. Beide zusammen ergeben jedoch ein unschlagbares Team. Auch wenn
sie über die Zeit begonnen haben, sich etwas auseinanderzuleben. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit, sind beste Freunde eigentlich. Aber auch Schiita, insbesondere Schiita, aufgrund ihrer Fähigkeiten spürt, dass sich etwas in Win verändert. Und das bereitet ihr, genauso wie Avo, sehr große Sorgen. Sie haben mit niemandem bisher darüber gesprochen, außer Schiita natürlich mit ihren engsten Vertrauten, auf die komme ich auch gleich noch. Aber etwas scheint in ihm vorzugehen, das beide nicht verstehen oder greifen können. Bei den besagten anderen beiden Figuren, die Schiita umgeben, handelt es sich um ihre Leibwächterin Zelda und einen Druiden des alten Glaubens von Kells, der viele Namen trägt. Aber der Einfachheit halber nennen wir ihn Ulgo, das ist so sein geläufigstes Pseudonym. Er funktioniert als Schiitas Mentor bezüglich ihrer Fähigkeiten, da er selbst ein Mantiker ist, als auch in wissenschaftlicher oder historischer Richtung. Er hat häufig sehr viele Geschichten auf Lager, die er als Analogien für irgendeinen Standpunkt nutzt, um ihn Schiita verständlicher zu machen. Aber dabei engt er sie nicht ein. Er gibt ihr keine bestimmten allgemeingültigen Ansichten vor, sondern lässt ihr den Freiraum, vielleicht auch ein bisschen zu viel Freiraum, sich selbst zu entfalten. Dabei fühlt sie sich oft ziemlich verloren, aber das ist auch Teil seiner Methode. Sein Name lässt vielleicht auch schon darauf schließen, dass er ein durchaus kauziger Geselle ist, der alles mit einem gewissen Witz zu vermitteln versucht, oder parodisch kann man schon fast sagen, ohne dabei lächerlich zu wirken. Er ist eine Präsenz und ein Druide im absolut traditionellen Format, wie es zumindest in der novisgaimischen Ursprungskultur der Brauch war. Was das genau bedeutet: ursprüngliche Druiden des Glaubens von Kells sind Kriegerphilosophen oder kriegerische Prediger, die zumeist übersinnlich begabt sind. Das ist eine Standardvoraussetzung, um überhaupt ein Druide sein zu können. Aber der Glaube des Kells, genauer genommen das sogenannte Kelsanan, ist sehr weit in den Hintergrund gerückt und wird dominiert von dem Glauben an das Gefüge, der in der ganzen Welt eigentlich mittlerweile zur Hauptströmung geworden ist. Aber das macht das Kelsanan nicht irrelevant. Es ist sogar relevanter denn je, wenn es um den Konflikt um Novisgaims Seele geht. Denn ist Ulgos Rolle als Traditionsdruide bei den Osindeti fast schon symbolisch zu verstehen, da es bei den Osindeti vor allem anderen um Inklusion geht, um Volkssouveränität, um Selbstbestimmung und der Bildung einer tugendhaften Regierung, die traditionelle Themen und zukunftsweise Ideen miteinander verbinden soll. Und um diese Ziele zu erreichen, ist eine Persönlichkeit wie Schiita für Win und Avo unersetzbar, von unschätzbarem Wert. Und ein Charakter wie Ulgo unerlässlich, um ihr bei der Entwicklung und der Ausbildung ihrer Fähigkeiten zu helfen. Schiitas Leibwächterin Zelda nimmt dabei eine große Schwesterrolle ein. Sie hat sich zur Bestimmung gemacht, Schiita so lange zu begleiten wie nur irgend möglich und sie mit ihrem Leben zu beschützen, aus vielerlei Gründen. Das ist nicht nur purer Idealismus, sondern hat sie begonnen zu verstehen, wer oder was Schiita ist und was sie emotional durchmacht. Und dabei möchte sie ihr eine Stütze sein. Kurzum ist sie ihr emotionaler Anker. Was ihren Beitritt zu den Osindeti betrifft, so war sie zuvor eine Reisige, also eine landläufige Patrouille, die sich dann aber sehr früh zu den Osindeti bekannt hat und überlief, um sie generell zu unterstützen. Fortan hielt sie sich immer in der Peripherie der Führung auf, da sie schon sehr früh dazu kam und sich für diverse Schutzaufgaben bereit erklärte, vor allem bei Kundgebungen und so weiter. Sie war eigentlich immer präsent und konnte so Schiita, Win, Avo und Osre aus gewisser Distanz beobachten. Schließlich, ohne viel zu spoilern, natürlich wie immer,
kam dann eins zum anderen und sie wurde Shiitas Leibwächterin und ist seither nicht von ihrer Seite gewichen. Sie ist in Vins und Arvos Alter sehr loyal, aber auch sehr konfrontationsfreudig. Sie ist sich um Kritik nicht zu schade, die sich auch gerne mal häuft, aber das tut sie deshalb, weil sie ein sehr hohes Interesse an der Sicherheit aller hat. Natürlicherweise. Aber kann sie auch in stillen Momenten sehr, wehmütig sein oder gedankenverloren, sagen wir es mal so. Gerade durch ihre Konfrontationsfreudigkeit eckt sie aber des Öfteren gerne mal mit Ulgo an, da er Shiita sehr viel zutraut und auch somit, was ihre Sicherheit angeht, sehr viel Freiraum übrig lässt. Eine ähnliche Dynamik gibt es ja bei Vin und Arvo genauso, wobei Arvo derjenige ist, der Shiita fast schon einengt, kann man sagen, und Vin derjenige, welcher Shiita alle möglichen Freiräume lässt. Aber das lasse ich euch alles mal selbst rausfinden. Ich glaube, ich bin auch schon ziemlich tief in die Materie eingestiegen, tiefer als ich eigentlich wollte, wie immer. Aber das alles kommt ja nicht von ungefähr, denn ist sie ein integraler Bestandteil der Informationsbeschaffung der Osindeti schon immer gewesen. So untersucht sie nicht nur die Gefühle von der Gegenseite, wenn sie sich in irgendwelchen Verhandlungen mit anderen Parteien befinden, sondern liest auch die Gedanken von Gefangenen, was seine ganz eigenen Auswirkungen auf Shiita genauso wie auf die Gefangenen hat. Aber kommt sie auch bei militärischen Unternehmungen zum Einsatz, kann auf mehrere Kilometer vorausahnen, wer sich ihnen gerade nähert oder wo sich bestimmte Personen, bestimmte Ziele befinden. Dadurch ist sie ein sehr unsicherer und unschlüssiger Charakter geworden. Sie weiß durch ihre Fähigkeiten mehr, als sie wissen möchte. Und wer das als genauso tragisch empfindet wie ich, der weiß, in welche Richtung diese Geschichte geht. Mit höheren Realitäten und existenziellen Fragen und so weiter. Sie ist sich ihrer selbst nicht mehr so richtig bewusst, aufgrund der Vermischung von Erinnerungen, da sie ja Gedanken liest. Ihre Gefühle befinden sich im Hintergrund. Deshalb gibt sie dem Intellekt Vorzug vor dem Erfahrbaren, also vor den Gefühlen. Sie verlässt sich somit eher auf ihre Logik als auf ihre Emotionen, was Charaktere wie Arvo, Zelda und Ulgo für ihre persönliche Entwicklung unerlässlich macht. Denn alle drei, auch wenn sie natürlich ihre Schattenseiten haben, wie eben angedeutet, erden sie in gewisser Weise. Aus ihrer Perspektive möchte ich die organisatorische Seite der Osindeti beleuchten und die politische. Denn kann ich dadurch Verhandlungen, die von Vin und Arvo geführt werden, Kundgebungen, das Vereinbaren von Plänen und Konstruieren von Unternehmungen völlig neu ausloten. Denn immerhin kann Shiita die Gefühle aller Anwesenden untersuchen und aufgrund des Wissens, das sie sich durch das Gedankenlesen angeeignet hat, völlig anders bewerten. Wir bekommen also einen teilweise sehr konfliktreichen Blick auf die Ereignisse. Und das finde ich echt spannend, weil gerade sie es dann zulässt, völlig unnahbare Charaktere wie Vin oder Osrey oder Illistan und auch den Vollstrecker von Otazim, auf den komme ich noch zu sprechen, der Leserschaft nahezubringen, ohne dass sie Protagonisten sein müssen. Hernach liegt der Fokus in ihren Abschnitten eher auf philosophisch angehauchten Dialogen und innerlichen Beschreibungen der einzelnen Figuren, aber auch auf gelegentlich sehr interessanten Action-Szenen. Denn die Veränderung kommt, und zwar mit dem Anschlag, den die Osindeti für das Gipfeltreffen in der Hauptstadt geplant haben. Wir erinnern uns, die Regierung wurde abgesetzt und jeder versucht, seinen eigenen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Ob jetzt inländische Parteien oder Reiche, die von außen auf das Land einzuwirken versuchen. Die Situation in Nuvesheim brodelt. Zudem wurde eine Übergangsregierung von den wenigen noch tugendhaften Häusern gebildet, die vom Volk zwar größtenteils offen empfangen wurde, aber schnell wieder an
Berührungspunkte verloren hat, aufgrund der Herkunft der eingesetzten Führungspersönlichkeiten und so weiter. Aber diese Regierung ist bemüht, die Situation zu stabilisieren. Und ist sie mitverantwortlich dafür, dass der Gipfel überhaupt zustande kommen konnte. Zu diesem wurden diverse Parteien geladen, auch Vertreter der vorgenannten Achsenmächte, um eine Lösung für alle zu debattieren. Gleichzeitig sollen die verbliebenen Aristokraten der alten Regierung, die noch nicht geflohen sind und die gefasst werden konnten, an diesem Tage verurteilt werden, nach neuem alten Recht, kann man sagen. Damit soll ein Exempel für eine neue Zukunft statuiert werden. Und auch die Gunst des Volkes erworben werden. Aber ist den Osindeti das zu wenig? Und deshalb setzen sie alles daran, diesen Gipfel zu sabotieren. Dabei geht es nicht unbedingt um die Ermordung verschiedener Persönlichkeiten, sondern einfach um die Zerlegung dieses Augenblicks. Der Gipfel tagt dabei in der Hauptstadt von Novosgeim mit Namen Eildrasch, und zwar in dem sogenannten Metrikur. Das ist eine Art Parlamentsgebäude, das eine bestimmte Gestaltung hat und sich in einer Zitadelle in der Hauptstadt befindet. Vor den Mauern dieser Zitadelle laufen Bürger aus allen Teilen Novosgeims auf. Also sie befinden sich dort in der Stadt zu Tausenden und lagern auch teilweise vor der Stadt. Gemeinsam warten sie auf die Entscheidung, die der Gipfel bringen wird, und auf das Urteil über die letzten verbliebenen Aristokraten der alten Regierung. Und da setzt die Geschichte an diesem Tage, an diesem frühen Morgen, wo alle Augen auf Novosgeim blicken, wo die Entscheidung über die Zukunft des Landes gefällt werden soll. Und das ist auch derselbe Augenblick, in dem die Osindeti ihren Anschlag verüben wollen. Und ist es auch derselbe Augenblick, in dem Luga Eowa und seine Gefährten an den Gestaden von Novosgeim landen. Nach langer Seefahrt, wohlgemerkt. Aber wer ist Luga Eowa und wer sind seine Gefährten? Ich habe euch von Schiite erzählt, aber Luga hat noch ganz andere Bezüge zu der Geschichte. Luga Eowa ist 42 Jahre alt und Kommandant der sogenannten Gara-Wulf, einer Truppe von Vasallen, von Kriegern, von Rittern, 30 Kopf stark und eine Elitetruppe wie keine andere. Luga ist eigentlich adeligen Geblüts, ein traditioneller, romantisierter Ritter mit Schattenseiten, kann man sagen. Er ist in gewissem Maße stoisch, aber auch zuvorkommend, doch wenig redselig, zumindest wenn es ihn selbst betrifft. Er beklagt eher noch andere und kommt jedem gerne zu Hilfe, der sie benötigt. Er ist ein Weltverbesserer, der weiß, dass er die Welt nicht verbessern kann. Aber er setzt alles daran, um das Beste mit seiner Zeit anzufangen, was er kann. Dabei weiß er um die ursprünglichen Eigenheiten des Menschseins oder der Zivilisation. Aber versucht er wenigstens ein wenig Gutes zu tun, zumindest nach seiner Auffassung. Aber wie es sich mit Idealisten nun mal verhält, neigen sie dazu, sich in Dinge reinzusteigern. Sie wissen manchmal nicht, wann Schluss ist, überspannen den Bogen, überspannen sich selbst. Und vielleicht habt ihr allein dadurch schon eine Ahnung, in welche Richtung es mit dieser Figur gehen soll. Dabei möchte ich nicht dekonstruktiv herangehen, sondern viel eher den Sachverhalt als das darstellen, was er ist. Tugenden darstellen im Zusammenspiel mit ihren Nachteilen, ihren Auswirkungen in positiver, negativer Hinsicht und was es bedeuten kann, sie zu genau zu nehmen, ohne sie dabei zwangsweise zu bewerten oder so. Ich möchte einfach darstellen, Anwendbarkeit zulassen, statt Allegorie zu erzeugen oder zu erzwingen. Was das für Luga bedeutet: er besitzt in der Heimat eine Burg, hat ein Lehen und ist der vorrangigste Vasall seines Königs, zusammen mit den Gara-Wulf. Und wie auch sie ist das Personal seines Lehens aus aller Herrenländer zusammengeklaubt. Er ist ein Gutmensch in gewisser Weise, gewährt denen eine zweite Chance,
die ausgestoßen wurden, auf die herabgeblickt wurde, die verlassen wurden und glaubt dabei noch an die alten Werte, die bekanntermaßen das Ritterdasein definieren. Aber damit versucht er auch gleichzeitig seine eigenen Schattenseiten zu kaschieren, die er durchaus hat. Aber wer sind nun die Garrawolf genau? Was ist ihre Rolle, was ist ihre Funktion und was suchen sie in Nuvesheim? Nun, allgemein hin sind sie dafür bekannt, sich überall einzumischen. Das ist schon fast eine Marotte und wurzelt natürlich in Luga, der wiederum alle anderen Mitglieder damit infiziert hat. Fast schon. In diesem Konflikt sind sie quasi die übersehene Variable, eine unvorhergesehene Wirkkraft, also ein Zufallsprinzip, das plötzlich erscheint und das ganze Gefüge des Konflikts umwerfen könnte. Historisch gesehen wurden sie nach Nuvesheim gesandt, um die Osindeti zu zerschlagen. Dabei sind sie Teil einer Großoffensive, die von einer der Achsenmächte konstruiert wurde, um diese ganze Situation zugunsten des Ostens zu manipulieren. Das würde Auftragsmorde, Sabotagen und das Aushebeln von gefährlichen Parteien betreffen. Dabei möchte ich nochmal betonen, dass sie nur ein kleiner Teil von einer Großoffensive aus dem Osten sind. Und diese besteht aus mehreren Trupps, die den Garrawolf in gewisser Weise ähneln. Dazu gehören auch Magier und so weiter. Aber vor allem Gruppierungen, die aus dem Schatten agieren. Und mit diesen sollen sie in der Stadt zusammentreffen. Wenn ich auch sage, sie sind ein kleiner Teil von einer Großoffensive, soll das nicht ihre Wirkung schmälern, ganz im Gegenteil. Denn sind sie in der Unterwelt des Ostens durchaus bekannt, durchaus berüchtigt und gefürchtet. Sie sind bekannt dafür, plötzlich aufzutauchen und das mit jeder Macht aufnehmen zu können, egal welche. Ob Bestie oder Magie, es heißt, dass niemand sie je überwältigen konnte. Das entspricht natürlich nicht ganz der Wahrheit. Es ist ein Mythos, der sich um sie rankt, aber der auf Tatsachen beruht. Nämlich ist die Liste der von ihnen ausgehebelten Kulte und Geheimgesellschaften und Ringen, man kann sagen, jahrzehntelang, und bekräftigt nur ihren Ruf, dass man auf dem Schlachtfeld ihnen am allerwenigsten begegnen möchte. Ihre Identität ist dabei ein sehr wohlgehütetes Geheimnis, denn sie sind die Garrawolf, die Bluthunde, und ihre eigentlichen Namen werden von sinnverwandten Decknamen verschleiert. So ist Luga beispielsweise als der Berger Masker bekannt. Und insbesondere er gilt als der gefährlichste unter ihnen. Wobei das auch Teil ihres Mythoses ist. Denn in Wahrheit sind sie einfach eine bunt zusammengeschmissene Menagerie von markanten Gestalten aus aller Herren Länder. Wie eben schon angedeutet, er hat ja eine Schwäche dafür, Leuten eine zweite Chance zu geben. Und dabei ist es ihm egal, woher sie kommen, welche Ethnie sie haben, was für ein Leben sie geführt haben. Es sei denn, sie waren natürlich unmoralisch, das ist was anderes. Aber bedeutet es, Teil der Garrawolf zu sein, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, in gewisser Weise neu geboren zu werden und in Wahrheit Teil einer Familie zu sein. Denn sind die Jüngsten unter ihnen für Luga wie seine Kinder, die seines Alters wie seine Geschwister und die Ältesten wie seine Eltern oder Paten. Jeder von ihnen ist auf seine Weise eine Koryphäe, zumindest in Lugas Augen. Und alle kommen sie zusammen, um das Projekt Garrawolf überhaupt möglich zu machen. Und er gibt ihnen das Ideal, auf dem diese Gemeinschaft beruht und all die Taten vollbringen kann überhaupt, die sie so gefürchtet und beliebt machen. So ist es in ihrer Heimat, dem Reich im Osten namens Avistra, ein sehr kleines Reich, nicht verwunderlich, wenn Kinder mit Holzschwertern irgendwie Garrawolf spielen oder so. Die Geschichten über sie sind ein Nationalgut.
Einige von ihnen gab es auch schon an Lugas Seite, bevor er sie gegründet hatte. Die meisten kamen später, es kamen immer mal wieder neue dazu. Manche gehören nicht zum Kerntrupp, sind also in der momentanen Geschichte nicht zugegen. Aber alle sind sie unterwiesen in den Künsten ferner Länder, also Kampfkünsten, die zu einem Stil vereint wurden, der stark an Krav Maga erinnert, aber auch darauf ausgelegt ist, gegen magisch begabte Kontrahenten anzugehen. Und gerade ihre Rüstungen sind ein Hauptmarkenzeichen dieser Truppe. Dann pechschwarz und ihre Helme mit Fratzenmasken ergänzt, wie zum Beispiel bei Samurai oder so. Aber sind sie überwiegend eigentlich Krieger, Diplomaten. Das heißt, sie geben jedem die Chance, sich zu rechtfertigen und Stellung zu beziehen. Wenngleich ihre Absicht sich in der Regel nicht ändert, das Urteil zu vollstrecken. Insbesondere dann, wenn die Taten der Gegenseite jedwede Rechtfertigung erübrigen. Und kann in Abhängigkeit der Situation Lugas Zündschnur sehr, sehr kurz sein. Erst kürzlich hatte ich ein Kapitel, bei dem eine eigentlich auf Debatte ausgelegte Situation zu einer Actionsequenz eskalierte, weil die Gegenseite eine bestimmte Grenze überschritten hat. Aber mal ganz ehrlich, diese Szene hat unfassbar viel Spaß gemacht. Was somit die Abschnitte der Garavulf im Buch betrifft, so werden diese natürlicherweise aus der Perspektive von Luga geschildert, aber dienen sie auch dazu, gewisse Situationen der Leserschaft durch die Expertise jedes Einzelnen näher zu bringen. Das heißt, gewisse Situationen, kriegerische Auseinandersetzungen oder Unternehmungen der Garavulf erhalten eine neue Tiefe durch die militärischen Erfahrungen dieser Truppe. Die sind zwar quasi der Fish out of water, aber verfügen dennoch über einen gewaltigen Erfahrungsschatz, wenn es um solche Konflikte und Situationen wie in Nuvesheim geht. Einfaches Beispiel, sie wissen im Vorhinein gewisse brenzlige Situationen einzuschätzen und bieten in ihrer Vorgehensweise mehrere Lösungsansätze an. Also debattieren untereinander, was sie als nächstes tun oder was als nächstes geschehen könnte und bereiten anhand dessen mehrere Reaktionen vor. Das heißt, ihr werdet schon mehrere Möglichkeiten präsentiert bekommen, wie eine Konfliktsituation ausgehen könnte. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie auch so ausgehen wird. Aber das untermauert auch einfach die Erfahrung der Garavulf und macht sie greifbarer und glaubwürdiger als die Elitetruppe, als die ich sie darstellen möchte. Da sie also in Aeldrash unterwegs sein werden, Kämpfe ausfechten werden, Konfrontationen verbal aufzulösen versuchen werden und sich auch an Spionage versuchen werden fast alle narrativen Elemente, die ich in der Geschichte verwenden will, in den Garavulf zusammengefasst. Somit bieten sie eigentlich einen Knotenpunkt zwischen allen Figuren und Erzählsträngen. Demnach ist es fast unabdingbar, dass Luga und Sheeter aufeinandertreffen werden. Könnte man denken. Vielleicht tun sie es auch nicht. Wer weiß das schon? Also ich weiß es, aber ihr wisst es nicht. In jedem Fall gehören sie unterschiedlichen Fraktionen an und befinden sich beide auf Wegen, die ihre Ideale aufs Äußerste prüfen. Gerade Sheeter bedarf aufgrund ihrer Rolle bei den Osindeti, ihrer Befangenheit, ihrer Pflicht, die sie sich auch teilweise selbst auferlegt hat, und der vermeintlich tugendhaften Ansichten der Osindeti einer neuen Selbstbetrachtung. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Fähigkeiten, die ja ihre Selbstwahrnehmung geradezu verzerren. Die Frage, die sich mir gestellt hat und die ich zu beantworten gedenke, ist, wessen Ideale dieser beiden Charaktere zuerst brechen werden und ob sie überhaupt brechen werden. Ich möchte dabei diese aufs Äußerste prüfen, hinterfragen, sie ausloten, ob es sich überhaupt lohnt,
diesen nachzueifern oder Idealen vielleicht auch generell. Und ich möchte hinterfragen, ob selbst diese nicht vielleicht sogar inhärent von Sünde behaftet sind, den eigenen moralischen Vorstellungen widersprechen, oder sind diese Ideale vielleicht sogar nach den allgemeinen Vorstellungen als sündhaft zu betrachten und die Charaktere realisieren es selbst nicht, sondern erst in dieser sehr konfliktreichen Situation in Nuvesheim. Das sind so ein paar der Fragen, die ich mit diesen Charakteren beantworten möchte. Oder die diesen Charakteren vielmehr zugrunde liegen. Über alles Weitere zu sprechen wäre, wie immer, zu spoilerhaft. Ja, und so sieht's aus. Über die weiteren Charaktere spreche ich in einem nächsten Video. Und bis dahin, wen es interessiert, der kann auch dann gerne mal zum ersten Video zurückkehren, zum ersten Vlog, um sich vielleicht noch mehr Kontext zu holen. Ich habe zwar vieles jetzt nochmal angesprochen, aber relativ wenig über das Format des Buches erzählt. Also die Zielgruppen und den Umfang und so weiter und so fort. Und wie es mit diesem Kanal hier weitergeht, was da die genaue Absicht dahinter ist, verdeutliche ich dort nochmal. Ansonsten lasst mir gerne Kommentare da. Ich möchte wissen, was ihr denkt, was ihr zu den einzelnen Figuren zu sagen habt, vielleicht, was euch vielleicht noch interessieren könnte und was in weitere Videos umgewandelt oder was in weiteren Videos besprochen werden könnte. Davon abgesehen freue ich mich über jeden, der geblieben ist, neu dazukommt und teilhaben möchte an dieser ganzen Sache. Denn das ist meine oberste Priorität. Ich möchte euch einbinden, eure Meinungen wissen und ein Gefühl für diesen ganzen Kosmos, an dem ich schon so lange arbeite, vermitteln. Und damit komme ich dann auch schon zum Ende wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal.